Tobias hier von Lockpicking Nord. Ich habe auch mal einen Challenge-Log hier von das Evers, ist das, von diesem Jahr, 5.5.2017 steht hier drauf. Es ist ein Union, hat dieselbe Schlüsselreihe, denselben Schlüsselkopf wie die Union Padlocks, die wir von Black Dolphin bekommen haben. Der Keyway ist allerdings, glaube ich, ein bisschen anders. Der Schlüssel geht relativ schwierig rein, hat ordentlich hier starke Federn drin, denke ich. Oder die Pins verkeilen ein bisschen, aber danach läuft er wunderbar. Müsste wieder ein Kickzylinder sein, der hier in so ein Mortise rein operiert wurde, eingebaut wurde. Oh, ich hätte mal den Schraubstock aufdrehen sollen. Das Mal, den hat Julian gebaut und mir zum Testen übergeben. Auf jeden Fall hat er schon mal den Fehler, dass er hier gerne auf dem Tisch schlurrt, aber das hat er mir schon angekündigt, dass das so ist. So, wir zoomen ein bisschen rein, ein bisschen mehr, dann mal schauen. Ich tippe ja mal, dass wieder der 1,4er, das ist er nicht, das ist der 1,2er, so der 1,4er passt. Tut er auch. Und wir nehmen den Hook Nummer 1 von Multipick. Gucken, ob ich von hier aus rankomme. Ah, hängt ein bisschen. Ich glaube, ich nehme lieber die Kante. Ich habe vergessen zu zählen, wie viele Pins das sind. Moment. Also ich spüre auf jeden Fall deutlich unterschiedliche Federspannung. Macht es mir ziemlich unmöglich, das jetzt zu zählen. Ich zähle mal den Schlüssel. 1, 2, 3, 4, 5. 5 müssten das sein. So, ich bleibe hängen an 4, denke ich, ist das. Das hier dürfte 2 sein. Ich habe ein kleines Falset auch schon. Der Kern hat sich ein bisschen gedreht. Das ist 5. Und das ist 1, nur gebunden. Aber bei 1 passiert nichts. Ich suche mal nach Counter Rotation, nach Gegendrehung. Bevor ich davon ausgehe, dass 1 einen Undercut hat oder sowas in der Art. Ein bisschen Spannung weg. Jetzt kann ich 1 setzen, habe einen Klick bekommen. Dafür habe ich 3 wieder verloren. Na. Es hat geklickt, aber bin mir nicht so sicher, ob das so richtig ist. Klang ein wenig seltsam. So, 5 war wieder gebunden. Das ist 4. Mein Falset ist eben tiefer geworden. 5 ist immer noch tief unten im Schlüsselkanal. Ich weiß gar nicht, ob der nicht tief weiter rauf muss. Das irgendwie hat nachgegeben. Gegendrehung bei 4 und habe einen Klick bekommen. Jetzt ist 5 auch wieder unten. Nochmal ein Klick von 5. So, 5, 4. Ah, ich habe 3 berührt und das Falset ist tiefer geworden. 2. 2 gibt mir Feedback. Kleines bisschen Gegendrehung. Und habe einen Klick bekommen. Dafür ist 5 jetzt wieder unten. Jetzt ist mein Falset super tief. Entweder wir haben hier eine ganz stark taillierte Spule drin oder einen T-Pin. Ich gehe mal suchen. Ich denke, es ist eine Spule und zwar bei 4. 4 gibt nämlich Gegendrehung. Ich versuche den mal langsam hier wieder hochzuarbeiten. Der Pick ist doch ein kleines bisschen dick, um hier gut reinzupassen von ganz unten. Ich mir einen Gefallen tue, wenn ich hier jetzt von Hand Spannung wegnehme. So, der muss da auf jeden Fall wieder rein. Ich
Ich versuche es nochmal hier von der Kante aus. 5, 4. Die Kante hat auch noch eine Rundung, sodass ich mit dem Picker immer abrutsche. So, das war auf jeden Fall schon mal ein Klick und mein Falset ist weg. 5 ist aber wieder unten. 5 muss bestimmt mal höher. Ist das 5? Na, da bin ich schon hinten raus. Könnte auch sein. Na. 5 ist wieder frei. Komplett frei. 4. 3. 2 hat mir einen Klick gegeben. Und dann versuchen wir nochmal 1. 1 gibt aber kein Feedback. Und weiter geht's. Hinten wieder 5. Könnte jetzt auch ein Overset gewesen sein. Ich versuche nochmal alle Pins durch. 5 sitzt fest, 4 sitzt fest. 3 hat mir kurz ein bisschen Feedback gegeben, bevor ich davon abgerutscht bin. Oh, offen. Habe 5 nochmal angetippt. Also habe ich 3 wohl ordentlich gesetzt und dann 5 angetippt. 5 ist schätzungsweise ein T-Pin. Und wir werden das gleich sehen. So, erst nochmal ein bisschen rauszoomen. Das Schloss weg, das sowieso nichts mit der Sache zu tun hat. Und dann wollen wir mal auseinandernehmen. Den Clip. Was ist das für ein Clip? Habe ich ja noch nie gesehen. Vermutlich hier zusammendrücken. Genau. Dann geht er nach hier unten raus. Coole Sache. Kern ist soweit lose. Ich brauche noch einen passenden Follower. Der ist zu groß. Muss es der hier sein? Ist es auch. Oh, Moment. Wir haben ja gesagt T-Pin. Ich denke mal am besten drehen das Ding sowieso mal ein bisschen so rum. Und versuchen hier einen Shim reinzubekommen. Pins zeigen nach oben, das ist gut. So, sehr gut. Ich lege den Kern erst nochmal weg. Ne, gar nicht. Ich zeige erstmal, alle Pins verschwinden ziemlich weit in den Kammern und alle sind größer gebohrt und haben teilweise Gewinde drin. So wie es aussieht, schauen wir gleich genauer an. Ich nehme erstmal die hier raus. Ich nehme erstmal den Shim raus, wenn ich noch rankomme. Ne, ist egal, dann bleibt er drin. Pinzette. So. Das ist natürlich jetzt eine enge Geschichte mit dem Shim und der Shim deckt mir meine Kammer ab. Wunderbar. Also erstmal den Shim irgendwie da rausbekommen. Jetzt kommt er nach vorne raus natürlich. Blödes Ding. Bloß weggelassen. Natürlich auch nicht zu greifen hier. Naja, ich versuche ihn mit dem Follower hier rauszuziehen. Das war ja toll. Gut, wir haben eine sehr, sehr tiefe Artspule. Oh, verdammt. In 1. Und eine sehr feine Feder. So. In 2 noch so ein, im Prinzip der gleiche. Ah, das ist ein Keypin, ein umgedrehter Kernstift.
Eine kürzere Feder. Scheint auch sehr weich zu sein. So, Akku ist nur gleich alle. Noch so eine Art Spule. Und eine richtig kurze Feder. Verschwindet komplett unter der Scherlinie. So, jetzt bekomme ich hoffentlich meinen Shim hier raus. Gut. Mache ich von der anderen Seite weiter. Ein Standard in 5, das ist ja krass. Ach ja, dann kam der letzte Rest von dem tiefen Fallset durch den aufgebohrten Kern. Und hier haben wir eine richtige, normale Spule, wie man das so kennt. Und dreimal die gleiche Messingfeder. Hier ist vermutlich, Moment, ich mache mal das Licht an. Nichts verändert. Ich weiß es nicht genau. Mal gucken, wenn der Akku noch hält, dann baue ich den Kick da mal aus. Okay, so, die müssten alle effektiv sein, definitiv. Als letztes hängen die hier in diesem aufgebohrten Loch. Es im Prinzip funktioniert wie ein T-Pen, nur genau umgekehrt. Hier haben wir auch noch Gewinde drin. In 1, 3 und... ne, 4 ist doch kein Gewinde. Aber in 1, 3 und 4 sind schon mal Gewinde. Standardstift, Kernstift. Der hier ist wieder eine Art Spule. Mit oben etwas dünnerem Ende. Fungiert also wie ein T-Stift, so ein bisschen. T-Stift und Spule in einem. Das hier, der ist oben ein bisschen... ist zum T-Pen gemacht. Der ist angefasst. Ist angeschrägt. Und eine Art Fliegerbombe oder dolle Spule. Und wir gucken nochmal in den Kern. Das ist ein Gewinde, Stück von einem Gewinde. In 1 und 3 und 4. Und alle größer gebohrt. Krass, habe sowas noch nie gepickt mit größer gebohrt. Haben wir, glaube ich, auch noch nie versucht. Jetzt muss das Licht wieder aus, spiegelt das alles. So, da ist nur drin. War gar nicht so leicht aufzubekommen. So, wenn wir das nur haben, ich habe schon wieder nur Schlitzschraubenzieher hier, meine ich. Gucken, ob ich das damit aufbekomme. Ja. Muss mir unbedingt mal einen Kreuzschraubendreher hier beilegen. So, da ist der Kickzylinder. Ohne Kappe. Und jetzt mache ich doch nochmal das Licht an, damit man die Kante besser sehen kann. Nichts verändert, keine Gewinde reingeschnitten, so wie es aussieht. Gut, ja, coole Geschichte. Das war jetzt mein erstes Challenge-Log auf Video. Licht wieder aus. Ich bin froh, dass der Akku so lange gehalten hat. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.